Jo, und herzlich willkommen zu einem Horror-Game. Es ist textbasiert, aber es ist mega spannend. Ich will es euch nicht jetzt vorenthalten, aber wir lesen uns mal durch, was da steht. Egal welche Schrecken du an diesen dunklen Ohren begegnest, fass dir ein Herz und bahne dir einen Weg hindurch. Es gibt keine frühzeitigen Enden. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur neue, unverbrauchte Perspektiven und Neuanfang. Das ist eine Liebesgeschichte. Interessant. Und somit ein herzliches Willkommen zu Slay the Princess. The Bristol Cut. Es ist ein Horrorspiel, ja. Es ist textbasierend. Und ich würde mit euch ein bisschen genau gucken. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Du bist auf einem Pfad im Wald. Und am Ende des Pfades steht eine Hütte im Keller. Diese Hütte und im Keller dieser Hütte ist eine Prinzessin. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Ich sehe mein Mikrofon. Außer mein Mikrofon geht doch. Vielleicht. Okay. Ich tue mich mal kurz hier rüber, hier hoch, dann ist es vielleicht besser. Du bist hier, um zu erschlagen. Tust du es nicht, ist das Ende der Welt. Und. Oh, ach du Scheiße, ich hab so viele. Dreh dich um. Okay. Ach komm, warte, muss ich doch mal. Durch mich hier. Durch mich hier in die Mitte. So. Okay, was gibt's denn so? Das Ende der Welt, was soll das heißen? Das gibt's. Das klingt interessant. I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Ich spreche von dem Ende von allem. Was wir kennen, keine Vögel, keine Bäume und wahrscheinlich am schwierigsten bei all dem keine Menschen. Ja. Du musst hier ein Ende machen. Aber wie soll ich an Prinzessin in den Keller eingesperrt werden? Die Stelle Kunde. So da, das ist so. Oh, das klingt gut. Sag mir, was an ihr gefällt sein soll, sonst würde ich sie. She's not dangerous. She's just a princess. Wow. The danger comes if she gets out, which she will unless you do something about it. Sie ist nicht gefährlich. Sie ist nur eine Prinzessin. Gefährlich wird erst, wenn sie herauskommt und das wird sie. Sei denn, du unternimmst etwas dagegen. Jawohl. Okay, was passiert dann, wenn sie herauskommt? Das will ich schon The genauer more wissen. specifics you have, the harder it will be for you to do this very important job. She's a princess. People will listen to her because listening to her is in their nature. And when they do, everything will come crashing down. Je mehr du weißt, desto schwerer wird es dir fallen, diese äußerst wichtige Aufgabe zu erledigen. Diese Prinzessin, die Leute schenken ihr Gehör, weil es ihr in der Natur liegt, ihr zuzuhören. Und wenn sie das tut, wird alles im Bach heruntergehen. Hast du irgendwelche Beweise? Hast du schon mal daran gedacht, dass die Welt vielleicht nur zerstören wird, weil sie eingesperrt ist?
Kriege ich denn dafür eine Belohnung? Yes, but you'll have to slay her before you get it. Ja, aber bevor du die bekommst, musst du sie erschlagen. Na komm. Warte, das klingt na gut. Ich gehe zur Hütte und rede mit ihr. Wenn sie wirklich so schön ist, wie du sagst, überlege ich mir, ob ich sie erschlage. Aber ich entscheide mich erst, wenn ich Angesicht zu Angesicht mit ihr geredet Then I habe. guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Dann werden wir wohl abwarten müssen, was passiert. Aber sei gewarnt, wenn du mit Absicht reingehst, ihr zuzuhören, könntest du dich leicht in ihr Netz aus Lügen verfangen. Und je länger du ihrem Geseisel zuhörst, desto schwerer wird es, dich wieder daraus zu befreien. Then each and every one of us is doomed. Dann sind wir verdammt, alle miteinander. So sure, go, talk to her. See how that turns out for all of us. Also dazu und teile dich mit dir. Wir werden ja sehen, wie das für uns alle ausgeht. Und da gehen wir. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Du folgst dem schmalen Pfad bis zur Hütte. Daran findest du die Prinzessin. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay Das so them. dark ist, Alter. Also so nicht dark, so in dunkel, sondern dark in deep dark. Also so die Atmosphäre. Steht ja, warum sollte ich eine Prinzessin erschlagen, wenn ich nicht mal weiß, aus welchem Grund ich sie erschlagen sollte, wenn. Ja, das ist so. Wenn es eine Absicht hat, dass sie vielleicht ein Monster ist, eine Hexe, eine Form von Prinzessin, maybe. Aber naja, lassen wir schon, was uns das Spiel noch bringt. Stimme des Heldens. Wir werden das noch nicht wirklich tun, oder? Sie ist eine Prinzessin. Unsere Aufgabe ist, Prinzessinnen zu retten und nicht zu erschlagen. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Ignorieren. Er weiß nicht, wovon er spricht. Jetzt hat er einen Weg zur der Option. Es ist schon ein bisschen dark. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Das Innere der Hütte ist fast komplett kahl. Die Luft ist abgestangen, Fußboden und Wände sind von einer dünnen Staubschicht bedeckt. Das einzig nennenswerte Möbelstück ist ein schmuckloser Holztisch. An der Kante dieses Tisches liegt eine makellose Klinge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Die Klinge ist ein Werkzeug. Du wirst sie brauchen, wenn du das hier richtig machen willst. Es ist so. Ich habe diese zwei Optionen. Kann ich speichern? Ich kann. Ja, ich habe schon mal gespielt. Deswegen. Ich tue es mal hier, weil ich will gerne, wenn es noch eine andere Option. Ich nehme jetzt von die Klinge. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the Ich princess and save the die world Klinge. without Zack, zack, it. zack. Da hilft schon die Hand. Man sieht bei meinem Mauszeiger so, dass ich schon die Hand habe. Du nimmst die Klinge vom Tisch. Ohne Waffe wäre es auch eher schwierig, die Prinzessin zu schlagen, um die Welt zu retten. Betritt den Keller. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. Weiter kann ich This nicht sprechen. is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor.
Die Tür zum Keller öffnet sich knarzend und gibt den Blick auf die Treppe. Er gibt den Blick auf die Treppe frei. Auf die hier von unten her ein schwaches Licht fällt. Ein schwaches Licht fällt. Die Luft ist erdrückend schwül und aus dem uralten Holz dringt ein Hauch von Frauenmist. Wenn die Prinzessin hier wirklich lebt, dann tust du ihr gewiss einen Gefallen, indem du sie erschlägst. Her voice carries up the stairs. Die Stimme dringt die Treppe hinauf. Who's there? Wer ist da? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Die klingt gefährlich. Fast so, als ob sie hier unten das Sagen hätte. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Lass dich nicht von ihr täuschen. Das ist alles ein Teil ihrer Manipulation. Hallo, ich grüße dich. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Come on down. Nicht so schüchtern. Es ist schon so lange her, dass mich jemand besuchen kommen lässt. Komm doch runter. Ich versuche mal ein bisschen mit der Stimme mitzugehen. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. Ich mach mal ein bisschen. Du gehst die Treppe hinunter und schaust der Prinzessin in die Augen. Eine schwere Eisenkette an ihr Handgelenk fesselt sie an die hintere Kellerwand. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Das war sie echt nicht. Sie wirkt so kalt und schön. Kann sie denn wirklich eine Gefahr für die Welt darstellen? Focus on the task at hand. Konzentriere dich auf die Aufgabe. And there you are. Are you gonna kill me or something? Da bist du ja. Bist du hier, um mich umzubringen? Was? Niemals. Wie kommst du darauf? Ja, stimmt, du hast mich erwischt. Nee, gar nicht. Zwing dich, um ruhig zu bleiben und tritt vor. Warte, wo war das mit der Entscheidung? Ich habe mich nicht entschieden. How about you drop the knife and the two of us just talk? Wie wär's, wenn du das Messer fallen lässt und wir uns erstmal unterhalten? Ja, das How machen wir auch. reasonable she's being. We should just drop the blade and talk things out. Schau, wie vernünftig sie ist. Wir sollten die Klingen einfach fallen lassen und darüber reden. Don't you dare. Wag es ja nicht. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster, but killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Keine Sorge, wir können entscheiden, was wir mit dir machen, nachdem wir mit dir geredet haben. Vielleicht ist sie ja wirklich ein Monster, aber es sieht uns nicht ähnlich, jemanden kaltblütig zu ermorden. Ja, das stimmt. Ich muss You das... ignore the trembling in your hands and tighten your grip on Fuck. the blade. Schau mich nicht so an mit diesen Augen. Ich kann sowas nicht. Oh. Du ignorierst deine zitternden Finger und fesselst deinen Griff um die Klinge. You poor thing. Your hands are shaking. Are you scared of me? Because you should be. Du Ärmste, deine Hände zittern hier. Hast du etwa Angst vor mir? Das solltest du nämlich. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Du nimmst all deinen Mut zusammen und greifst die Klinge noch fester, bevor du vortrittst. I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Ach, echt? Ich kann das auch mal. Kabam! So, Ach, fuck. you Ja, should hab ich just gelesen. drop it. Best not to risk finding out what I can do. Ganz ehrlich, du solltest es lieber fallen lassen. Du willst nicht rausfinden, wie gefährlich ich wirklich bin. Punkt. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late.
End this. Sie ist unbewaffnet. Wenn du jetzt zögerst, ist es zu spät. Bring es zu Ende. Ich würde die Klinge nicht fallen lassen. Then I'm not talking to you. Dann rede ich auch nicht mit dir. Oh, okay, dann gehe ich wieder. Tschüss. Boah. Boah. Boah, das ist schwierig. Weil die Prinzessin findet und werde You die stare Klinge. at the princess, squinting. Du starrst die Prinzessin bedrohlich an. She squints back. Die starrt so weg. The two of you are gonna do this forever, aren't you? Soll es die ganze Zeit so weitergehen? Bist du sicher, dass Yeah, es... I'm sure. Ja, ganz sicher. For goodness sake, the two of you can't just stand around like this forever. Eventually, something Das is ist going so- to give, and I highly recommend that you be the one to take the initiative here. Es ist so... Bestimmt gibt es mehrere Optionen, was du machen könntest. Und bei mir ist es gerade so, also ich mache gerade so die Situation wahrscheinlich noch schlimmer als besser. Das ist so lustig. Um Himmels Willen, ihr könnt doch nicht ewig so herumstehen. Irgendwann muss einer von euch nachgeben und ich empfehle dir wärmstens, ihr nicht den Vortritt zu lassen. Warum? Ich weiß halt nicht. Ich will nicht direkt die Prinzessin erschlagen halt. Das ist so, ich will... Aber... Doubt, unfortunately, clouds your thoughts as you attempt to run her through. Unglücklicherweise packt dich die Zweifel, als du versuchst, sie zu bewältigen. A moment of distraction and hesitation is all she needed to sidestep your thrust and deliver a catastrophic blow to your jaw. Sie nutzt den kurzen Moment der Ablenkung und des Zögerns, um deine Klinge auszuweichen und dir einen verheerenden Schlag gegen die Tiefe zu verpassen. It feels like you've been hit with a sledgehammer. You can feel bone grinding on bone where your jaw has been fractured. Es fühlt sich an, als hätte dich ein Vorschlaghammer getroffen. Du spürst, wie die Knochen deines gebrochenen Käfers auseinanderdreifen. Holy shit, that hurts! Heilige Scheiße, das hat wehgetan! Though she's unarmed, the shock of that first strike is enough to stagger you, putting you and the princess on somewhat equal footing. Sie ist unbewaffnet, aber ihre Wucht ihres ersten Schlags reicht aus, um dich taumeln zu bringen. Die Prinzessin und du stehst einander. Die Prinzessin und du steht einander nun als ebenbürtigen gegenüber. Your blade slashes through the air again and again, and her fists collide with your body as many times or more, each impact as heavy as that first bone-crushing hit. Deine Klinge schnellt wieder und wieder durch die Luft. Durch ihre Fäuste treffen dich mindestens genauso oft. Jeder Schlag ist so heftig und Knochen zerschmettert wie der erste. We can still turn this around. Doch wir können die Oberhand gewinnen. Gib auf, bring es zu Ende, fliehe. Bring es zu Ende. You and the princess stare at each other, both gasping for breath, equally exhausted. You probably won't make it out of here alive, but you can at least make sure that she won't make it out of here either. Ihr starrt euch gegenseitig an und ringt nach Luft. Ihr seid beide gleichermaßen erschöpft. Wahrscheinlich wirst du eher hier nicht im Leben rauskommen. Aber du kannst zumindest dafür sorgen, dass sie es nicht tut. Excuse me? Wie bitte? Do you think this is what I wanted to happen? I have a duty to state the facts of the situation, and honestly, it's a miracle anyone is still standing right now. Glaubst du? Ich wollte, dass es ausgeht. Ich lege nur die Fakten auf den Tisch, wie es meine Pflicht ist. Ehrlich gesagt, es ist nur, dass ich hier noch irgendwie aufrecht, dass hier noch irgendjemand aufrecht steht. Can you not feel all those ruptured organs bouncing around in there? If the princess doesn't do our friend in herself, internal bleeding is certain to finish the job. Siehst du nicht, wie deine zerfetzten Organe
die pulsieren. Wenn die Prinzessin nicht erledigt, geben dir die inneren Blutungen den Rest. The two of you clash for the final time. You feel your ribs break as she delivers a heavy blow, but you push through the pain, falling forward and sinking your blade deep into the princess's heart. Da kann ich kurz was machen. Ich suche gerade, dass ich vielleicht... Nee, es geht nicht, okay. Ein geiles Screenshot, ich mach mal kurz mich weg. So, da bin ich wieder. Das ist ein geiles Bild, nur das Ding da unten muss ich vielleicht schon. Vielleicht finde ich es auch anders. Ich würde gerne das hier weg haben. Oder warte mal, ich mach mir kurz nochmal weg, vielleicht nicht noch besser was. Oh. Ah, sorry, ich nur nicht kurz raus, ich habe also ein Ding ausgespielt. Also ausgemeldet. Oh. The two of you fall to the floor. Ihr bricht beide auf dem Boden zusammen. This was fun. Was? Hat Spaß gemacht. The princess gasps, her voice an unhealthy rasp as her lungs start to fill with blood. Weil die Prinzessin keucht, ihre Stimme rasselt, als sich ihre Lungen mit Blut füllt. You put up more of a fight than I thought you would. But I have to wonder. Du warst stärker als ich dachte. Aber ich frage mich eins. Do you really think this is the end? Glaubst du wirklich, das ist das Ende? But you don't have time to worry over such things. Everything goes dark, and you die. Aber es keine Zeit mehr, dir darüber Gedanken zu machen, weil es wird schwarz und du stirbst. Chapter 2. Kapitel 2, die Widersacherin. You're on a path in the woods, Hey, and at was the end geht of die that Spiele path ab? is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Jetzt kennen wir schon. You're here to slay her. Jetzt kennen wir schon. Hier wird er. Ich will wissen, was passiert. A warning before you go any further. Ein Wort der Warnung, bevor du weitergehst. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Sie wird lügen, betrügen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um dich davon abzuhalten, sie zu erschlagen. Glaub ihr kein Wort. Lying and cheating doesn't sound like her at all. Not that it matters. It's not like she can lie or cheat in the middle of a fight. Lügen und betrügen, das klingt gar nicht nach dir. Nicht, dass es wichtig wäre. Mitten im Kampf kann sie ohne Ende lügen und noch betrügen. Are you sure about that? Bist du dir ganz sicher? The point of my warning wasn't to start an argument over what circumstances the princess is capable of lying in. It was to give you some broadly applicable advice. Ich habe euch nicht gewarnt, meinen Streit darüber vom Zaun zu brechen. Unter welchen Umständen die Prinzessin lügen kann. Ich wollte euch nur ein paar allgemeine Ratschläge geben. The princess will do and say whatever she thinks it will take to get her out of there. So don't trust her. Ever. Are we clear? Die Prinzessin wird tun und sagen, was sie für nötig hält, um zu entkommen. Also vertraut ihr nicht. Niemals. Habt ihr mich verstanden? Crystal, let's just get on with it already. Laut und deutlich. Lasst einfach weitergehen. Da gehen wir in die Hütte rein. The cabin is tighter than its exterior would suggest. Its cold stone walls press in on you, as if trying to forcefully direct you towards your destination. The only furniture of note is a black iron altar with a pristine blade perched on its edge.
Die Hütte ist beengter, als man von außen vermuten würde. Ihre kalten Steinwände bedrängen dich, als wollten sie dich mit Gewalt an dein Ziel führen. Das einzig nennenswerte Möbelstück ist der schwarze Eisenaltar, an dessen Rand eine marklose Klinge liegt. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Ja, das kennen wir schon. Die Klinge. Von den That's because there isn't a mirror. There's the altar, the blade sitting on the altar, and the door to the Da basement. ist doch ein There's Spiegel, nothing else in Mann! there. Hallo! Weil da kein Spiegel ist. Es gibt einen Altar, auf dem eine Klinge ist und die Kälte. Sonst ist hier nichts. There's definitely a mirror. Das ist definitiv ein Spiegel. There isn't. Da ist eben kein Spiegel. Stop bickering and just get on with it. Who even cares if there's a mirror? Oh, hört auf zu streiten und macht endlich weiter mit dem Text. Es egal, ob ein Spiegel ist. Das ist ein Spiegel. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Du trittst an die Wand, nimm der Kellertür heran. Es ist eine Wand. Hier ist nichts viel zu sehen. This really isn't funny. Das ist nicht witzig. Ich den Spiegel ab. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Du streckst die Hand aus, reibst über die Wand der Hütte. Ich hoffe, dir ist bewusst, wie albern du gerade da aussiehst. But it was there a second ago. Ja, da war der noch da. And now it's gone. So all of us can stop arguing about it and get to fighting. Und jetzt ist er weg. Können wir jetzt also aufhören, uns darüber zu streiten und endlich kämpfen? Ich nehme die Klinge. You take the blade from the altar. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Du nimmst die Klinge vom Altar. Ohne Waffe wäre es schwierig, die Person zu schlagen. Also erst kämpfen schon. The door to the basement creaks open, revealing a rough stone staircase, its walls pressing at your sides and tightening as you descend. The air seeping from below is heavy and oppressive, with an almost sulfuric odor to it. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Her fierce voice carries up the stairs. Die geringe, grimmige Stimme dringt. Is that another challenger? Finally. It's been ages since I've had a good fight. Kommt da ein weit Herausforderer endlich. Ich hatte schon ewig keinen guten Kampf mehr. This isn't what she sounded like last time. Her voice is a little deeper, almost threatening. Sie hört sich ganz anders an als beim letzten Mal. Ihre Stimme klingt ein bisschen tiefer, fast bedrohlich. Good. Sounds like my kind of princess. Go. Gut, eine Prinzessin ganz nach meinem As Geschmack. much as I appreciate the enthusiasm, just make sure you don't let your bloodlust get to your head. You need to stay focused and keep your wits about you. Remember, you're here to slay the princess, not to have a good fight. Und was jetzt passiert mit der Prinzessin oder wie sie aussieht. Ich weiß deine Begeisterung zu schätzen, aber lass dir deinen Blutrausch nicht zu Kopf steigen. Du musst konzentriert bleiben und einen kühlen Kopf bewahren. Vergiss nicht, du bist hier, um die Prinzessin zu erschlagen, nicht um Spaß zu haben. As you descend the final step, The the fuck? form of the princess comes to view. Sie sieht komplett anders Shackle aus. leading from her wrist to the basement wall. Sie ist... Boah, wie heißen diese Wesen? Nein, das ist kein Teufel, ist es. Oder was ist das? Boah, schreib's mir in die Kommentare. Was das für ein Wesen ist. Das hatte... Also... Das hat der Hörner. Hat so diesen spitzen Schwanz da und hat Hufen. So Klauen was zusammen. Als du die letzte Stufe hinabsteigst, fällt dir ein Blick auf die Prinzessin. Ihr Handgelenk ist mit schweren Eisenkanten die Kehle und gefesselt. Looks like she could rip those chains out of the wall without a second thought. Sieht aus, als könnte sie die Kehle mühsam aus der Wand reißen. Oh, it's you again. I'd been hoping you'd find your way back here. Good to see that death doesn't stick for either of us. Wait. Sie erinnert sich an mich? Ich dachte...
Ach ja. Oh, du bist es. Ich hätte gehofft, dass wir zurückkommen. Schön zu sehen, dass der Tod uns beide nichts anhaben kann. Oh. And you brought your little knife, too. Yes. Oh. Und du hast wieder dein Messer dabei. Ja. I'm going to have fun breaking you into little pieces. Ich freue mich schon drauf, dich in Plätzen zu reißen. Du siehst anders You aus. look exactly the same. Du siehst genau gleich aus. Danke. Alright, fine. If you're not going to address it, I will. Na gut, schön. Wenn du es nicht ansprechen willst, dann mache ich es eben. What? Was? You've already met the princess has already met you. The two of you killed each other. Did you think you'd be able to just openly talk about all that without me noticing? Du und die Prinzessin, ihr habt euch schon mal getroffen und euch gegenseitig umgebracht. Dachtest du, ihr könnt einfach so drüber reden, ohne dass ich es mitbekomme? Maybe. You did seem to just gloss over the whole thing for a while. Vielleicht. Du hattest das Thema doch die ganze Zeit ignoriert. Of course I glossed over it. When a colleague says something insane, glossing over it is one of the best ways to stay focused and keep moving forward. Enough is enough. I believe you. And that's all the more reason to take this seriously. Natürlich habe ich das. Wenn ein Kollege verrücktes Zeug erzählt, dann ignoriert man es eben und konzentriert sich dann statt auf das Wesentliche. Aber damit ist jetzt Schluss, ich glaube dir. Umso wichtiger ist es, dass wir das hier ernst You nehmen. don't know. Whatever brought the two of you back to life isn't a fluke. And beyond that, do you know who doesn't remember anything that happened last time? Me. I don't remember. Du weißt nicht, ob es Zufall war, dass ihr beide ins Leben zurückgekehrt seid. Und außerdem weißt du, wer sich nicht an letztes Mal erinnert, ich an nichts davon. Are you okay? Alles in Ordnung bei dir? Of course I'm not okay. As far as we're all concerned, the fate of my world is still very much on the line. Not all of us have the luxury of jumping over to a parallel universe the second we die. Natürlich nicht. Das Schicksal meiner Welt steht immer noch auf dem Spiel. Nicht alle hier haben den Luxus, beim Tod in einer Paralleluniversum zu springen. Das weiß ich gar nicht. Und sag nix. Ja, ich würde sagen. Great. Now focus up and do it then. Hervorragend, dann konzentrier dich und tu es. Dreh dich um. Wer wurde so okay. Das ist immer gut. Oh, I remember you all right. Best 3 minutes of my life. So, why don't we do it again? Klar, erinnere ich mich an dich. Das waren die besten 3 Minuten meines Lebens. Wie wäre es, wenn wir das Ganze wiederholen? See? She wants to fight us again. There's no reason for us to stand around talking. Siehst du, sie werden eine Revanche. Es ist kein Grund, hier rumzustehen und zu reden. Ich weiß halt nicht. Wait, ich will es kurz speichern. Ich will gucken, ich will das dann nehmen. Und dann will ich nochmal zurück auf den, weil dann möchte ich, was dann passiert.
Ach, das ist die Geschichte. Ach, das ist der Verlauf. Das ist interessant. Oh, you've got another thing coming if you think you can just turn around and leave. Wenn du das glaubst, wenn du glaubst, dass du einfach so dass sie dich davon machen. Wenn du glaubst, du kannst dich einfach davon machen, hast du dich geschnitten. As you step towards the stairs, you hear the heavy creak of straining metal, and then a snap. She's loose. Ach du You have to make a Scheiße. decision and you have to make it fast. Dann ein Knall, sie ist frei, du musst eine Entscheidung treffen und zwar schnell. Stirb. Ja. As the princess barrels towards you, you do your best to maneuver between the tight walls of the basement. Als die Prinzessin auf dich tust du dein Bestes, um ihr irgendwie auszuweichen. You do your best to outplay her, slashing out and leaving red cuts in the tattered remains of her white dress. Sonst. But you have little room to maneuver. For every glancing blow you manage to land, she slams you against the wall in retaliation, each impact threatening to be the last. Du versuchst alles, um sie zu übertrumpfen. Deine Klinge hinterlässt rote Schnitte in der zerrissenen Fetzen ihres Weinkleides. Aber der Raum ist zu eng, um dich frei zu bewegen. Für jede Steifhieb zu schleudern. Für jeden Steifhieb schleudert sie dich gegen die Wand und jeder ihrer Schläge droht, der letzte zu sein. Weak little dance isn't working. Just toughen up and overpower her. Dieser alberne kleine Tanz bringt nichts. Du musst die Hand gewinnen und sie beweitigen. She's throwing us around like a ragdoll. I think overpowering her is a little out of the question. Sie schleudert uns durch die Gegend wie eine Stoffpuppe. Ich glaube kaum, dass wir sie beweitigen können. Did you think you could stop me with a few cuts? All this dancing around is doing nothing but annoying me. I own this place, and I own you. Hast du geglaubt, die paar Kratzer würden mich aufhalten? Dies ewige Hin und Her geht mir höchstens auf die Nerven. Ich beherrsche diesen Ort und ich beherrsche dich. The princess's arm shoots forward, her palm wrapping around your head, Au. fingers gripping your skull. Aua. Die Prinzessin streckt den Arm nach dir aus. Sie greifen nach deinem Kopf und umschließt deinen Schädel mit ihren Fingern. How disappointing. Warte, das ist ein gutes Thumbnail für mein Ding. Ich mach kurz mich wieder aus. Bis gleich. Zack. Wie schade. She squeezes, Ja. pressure unbearable as her fingers dig into your scalp. Sie packt The zu. last thing you hear is the unsettling crack of your skull and the sickening churn of what was your grey matter. Uff. Sie packt zu. Der Druck ihrer Finger, die sich in deinen Kopfhaut graben, ist unerträglich. Das Letzte, was du hörst, ist das verstörende Knacken deines Schädels und das widerliche Schmatzen von dem, was einmal die grauen Zellen war. Everything goes dark and you die. Bisher haben wir sie noch einmal erledigt und sind auch gestorben. Jetzt sind wir gestorben, aber sie lebt noch. Ja. Alles wird schwarz und du stirbst. You're on a path in the wood. If you weren't so damned afraid of what she'd do to Ich you, hab's you wouldn't have nicht died gedrückt. back there. Ich hab grad nichts gedrückt, Leute. Wenn du nicht so verdammt viel Angst vor ihr gehabt hättest, wäre mir nicht gestorben. Fear is good. Fear keeps us alive. We died because you didn't have enough of it. Angst ist gut. Angst hält uns am Leben. Wir sind gerade deshalb gestorben, weil wir nicht genug Angst hattest. Weil du nicht genug Angst hattest. So what? You'd have us cower in a corner? Ja, sollten wir uns etwa in einer Ecke verkriechen. But that
place suits her better than it suits us. She's big. We can't hope to find holes and openings down there. We need more room if we're going to survive. Nein, aber im Gegensatz zu uns gehört sie hierhin. Sie ist riesig und wir haben dort unten zu wenig Bewegungsspielraum. Wir brauchen mehr Platz, wenn wir überleben wollen. Are you suggesting luring her into the woods? Do you have any idea how dangerous that would be? If you lose sight of her, if she manages to slip away, that's it. Game over for everyone, yourself included. Heißt das etwa, du willst sie in den Wald locken? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie gefährlich das ist? Wenn du sie aus den Augen verlierst oder sie es schafft zu entkommen, dann war's das. Ende. Für uns alle. Dich eingeschlossen. Are you not challenging us on all the looping? Have you known about it the whole time? Are you the same one we've been talking to since the beginning? Willst du uns gar nicht versprechen, dass wir hier sind? Hast du etwa die ganze Zeit von der Schleife gewusst? Bist du dir selber erzählt wie am Anfang? Sorry to disappoint what I'm sure must feel like a grand revelation, but that's not what's going on here. We've never met. Aber... Okay. Nicht für Freue. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber deine große Erkenntnis ist leider falsch. Wir sind uns noch nie begegnet. It doesn't matter. We could go in circles forever. I don't like staying still for too long. Let's get to the cabin, see this through. Spielt keine Rolle. Wir können uns nicht ewig im Kreis drehen. Und ich mag es nicht, untätig hier rumzustehen. Lass uns heute gehen. Wir ziehen das jetzt durch. It's good to know that at least one of you is still capable of reason. Gut zu wissen, dass wenigstens einer von euch noch klar denken kann. We may have the same destination, but we're not the same. You are still an other. And I don't trust you. Bin nicht wie du. Auch wenn wir das gleiche Ziel verfolgen. Du bist immer noch ein Fremder und ich traue dir nicht. Bitte, bitte. It isn't long before you find yourself at the end of the path, staring up the hill at the cabin. I hope you've given serious thought to your predicament. Ich glaube, jedes Mal, wenn irgendwas passiert, also, es ist ja gerade die Situation so, vorne waren wir im Wald. Da hat gesagt, wir müssen die erschlagen. Dann waren wir nochmal in denselben Wald. Dann war sie aber anders in dem Sinne und der Killer war genau auch anders. Und sie hat sich schon mit einer Hand befreit und hat sich dann komplett befreit. Jetzt ist es nicht mehr ein Wald, sondern es ist ein Durchgang. Also es ist halt wirklich so, du kannst nur in diese eine Richtung gehen. Das heißt, wir haben keine andere Wahl eigentlich. Okay, jetzt ist man sich, dass wir wirklich schauen, dass wir sie erschlagen, weil ich glaube, sie wird jetzt noch gefährlicher sein. Also so die Vermutung, dass wenn nicht, dass wir reingehen, versuchen mit dir zu reden, versuchen sie vernünftig mit dir zu reden, bringt nichts. Das heißt, wir müssen jetzt reingehen, wir müssen unser Ziel verfolgen, wir müssen sie eliminieren. Es dauert nicht lange, da stehst du wieder am Ende des Pfades und schaust den Hügel hinauf zur Hütte. Ich hoffe, du hast ernsthaft über deine Situation nachgedacht. No last advice for us? No words of warning? Hast du keinen letzten Rat für uns? Keine Worte der Warnung? From what I gather, you've heard it all before. There's no use screaming into the wind. Laut eurer Aussage habt ihr das alles schon gehört. Ich schreie hier doch nicht einfach so ins Nix. I don't know. Screaming sounds pretty good right about now. I could use a little catharsis. Ich weiß nicht. Klingt doch gut. Sich einfach mal alles von der Seele zu schreien. Catharsis is for when we're finished. For now, we need to hold it out in front of us. Something to chase. Wir können unsere Seele erleichtern, wenn wir hier fertig sind. Lass uns als Ziel betrachten, als Anreiz. The interior of the cabin is suffocatingly tight, more of a glorified tunnel than a building. Its stone walls squeeze against your sides, leaving you no choice but to press forward. The only furniture of note is an iron altar jutting out from the wall. A
pristine blade perched on its edge. Das Innere der Hütte ist etwas erdrückend eng. Das hier ist eher ein Tunnel als eine Erinnerung gleicht. Die steinernen Wände bedrängen dich und lassen dir keine andere Wahl, als vorwärts zu gehen. Das einzig nennenswerte Möbelstück ist ein aus der Wand ragender Eisenlatte, an diesem Rand eine makellose Klinge liegt. The blade is your implement. You'll see, Jetzt komm schon. we have even less space than before. We need space or she'll kill us. And the only space is out there. Seht ihr, es ist sogar noch enger als vorher. Wir brauchen Platz, wenn wir überleben wollen. Und Platz gibt es nur da draußen. Take it. Nimm sie. Nimm die Klinge. You take the blade from the altar. It will be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Nimmst die Klinge vom Altar. Ohne Waffe wäre es schwierig, die Prinzessin zu erschlagen. Good. There's no overcoming her without it. We need every part of us to survive, and that steel claw is as much a part of us as any. Gut, ohne die Klinge kommen wir nicht gegen sie an. Wir brauchen alle Teile für uns, um zu überleben. Und die starke Klaue gehört dazu wie jede andere. Maybe it'll go away again. Vielleicht verschwindet er. Wir brauchen einfach nur wieder. For something to go away, it would have to be there to begin with. And let me assure you, there's no mirror here. The only thing at the end of the room is the door to the basement. Damit etwas verschwinden kann, muss es erst noch mal da sein. Ich versichere euch, dass es hier keinen Spiegel gibt. Am Ende des Raums befindet sich nur die Tür zum Keller. No use arguing. Mirror or not, we need to be there. The why we pick doesn't matter. Es hat keinen Sinn zu diskutieren, Spiegel oder nicht. Wir müssen weiter. Der Grund dafür ist I agree with the freak. Let's get a move on already. And worst comes to worst, we can smash it. Da hat der Spinner endlich mal recht. Gehen wir. Im schlimmsten Fall können wir ihn einfach zertrümmern. You step forward and approach the door to the basement, hesitating before you open it, as if you don't see it. You're rather committed to the bit, aren't you? The door's right there, it's right in front of you. Du gehst auf der Kellertür zu. Bevor du sie öffnest, zögerst du. Es ist, als könntest du sie nicht sehen. Ihr zieht die Nummer echt durch, oder? Die Tür ist gleich da. Direkt vor eurer Nase. This really is just like last time. Das ist wirklich genau wie beim letzten It Mal. smells of nothing, yet it's still there. Er riecht nach nix. Und doch ist er noch da. You reach forward and drag your hand across the door leading to the basement. As if on command, it slowly slides open, scraping against the floor as it reveals the dim path ahead. Du streckst deine Hand aus und wischt über die Kellertür. Wie auf Befehl gleitet sie langsam auf und gibt den Blick auf den dunklen Plattform, der vor dir Why am liegt. I not surprised? Warum überrascht mich das nicht? It was in our way, and now it's not. That's all that matters. Der Spiegel war uns im Weg, jetzt ist er nicht mehr. Das ist alles, worauf es ankommt. Before you is what may as well be a sheer cliff face. There are enough footholds that you'll be able to clamber your way to the bottom, but it will require careful effort. Vor dir liegt etwas, das man kaum anders als eine Steilwand tun könnte. Du siehst genug Vorsprünge, um runter zu klettern. Aber es wird dich enge Mühe und Vorsicht kosten. The air hissing up from below is warm and wet, Immer schlimmer. like the breath of an enemy locked in close quarters. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Die Luft, die von unten aufsteigt, ist warm und feucht. Wie der Atem eines Widersachers im Nahkampf. Wenn die Prinzessin hier lebt, dann tust du gewiss einen Gefallen, indem du sie erschlägst. Her voice, bold and fierce and impatient, echoes from the chamber below. Ihre kühne, grimmige, ungeduldige Stimme hallt aus der Kammer unter dir hinauf. Do you have more fight in you than last time?
That was such a disappointing show. I know you can do better than that. No way, no way, no way, no fucking Kommentieren hat jemand noch an uns. Ich hoffe, du zeigst dich diesmal ein bisschen mehr im Kampfgeist. Das letzte Mal war eine echte Enttäuschung. Ich weiß, dass du es besser kannst. Goad her. Rile her up. If she's angry, she'll make mistakes. Spotte sie, mach sie wütend. Wenn sie wütend ist, macht sie Fehler. You've nowhere to go but down. You start the difficult journey, gripping the stone, lowering yourself foot by grueling foot. But soon, there is solid ground beneath you. Es gibt nur einen Weg und der führt nach unten. Du beginnst deinen beschwerlichen Abstieg, in den du nach Vorsprung greifst und mühsam Schritt für Schritt nach unten kletterst. Und bald hast du wieder Festungen unter den Füßen. Remember, every crack and crevice will need to be faster than her. Merk dir, jeden Vorsprung und jeden Spalt, wir müssen schneller sein als sie. You turn to face what lies at the end of the narrow Oh tunnel. fuck! The Ich princess, wusste es. imposing and tightly muscled, grins back at you from the darkness. Heißt. No way, das heißt gerade, jedes Mal, wenn wir sie nicht töten, wird sie jedes Mal schlimmer, schlimmer, stärker, stärker, stärker. Ihr seht es. Du drehst dich um und siehst am Ende des schmalen Tunnels die imposante, muskelbepackte Prinzessin grinst dich aus der Dunkelheit. Her face widens into a broad grin. Ihr Gesicht verziert sich in einem breiten Grinsen. There you are, knife in hand. How thrilling. Attack me, bleed me, twist the blade in my flesh, break your bones against my body. I want a real challenge this time. Piep. Da bist du ja. Und das Messer hast du wieder auch dabei. Wie aufregend. Greif mich an, lass mich bluten. Boah, die Klinge. Mein Fleisch bricht die Knochen an meinen Körper. Diesmal will ich eine echte Herausforderung. We can't get that close. She'll kill us in the tight space, steel claw or not. Make her come to us, stand beyond her chains, and let her become frenzied. She'll break them. Then we run. Dürfen wir nicht zu nahe kommen. Auf den engen Raum werden wir sie. Auf den engen Raum würde sie uns töten. Starklaue hin und her. Lass sie zu uns kommt. Bleib außerhalb ihrer Reichweite. Und warte, bis sie rasend wird. Sobald sie ihre Ketten zerbricht, rennen wir. I really don't like the sound of this. Das gefällt mir ganz und gar nicht. It's the only way we live. Nur so können wir überleben. Well, what are you waiting for? If we're gonna do this right, you can't be scared. You need to want this as much as I do. Und worauf wartest du noch? Wenn du mir einen guten Kampf liefern willst, dann darfst du keine Angst haben. Du musst genauso sehr wollen wie ich. So go on. Make the first move. Don't keep me waiting. Was ist los? Du zuerst, lass mich nicht warten. Lass uns das reden, ja, ich glaube, es hilft jetzt nichts. You step forward, stopping just outside the reach of her chains. Creepy. Du gehst nach vorne und bleibst knapp außer die Reichweite stehen. The princess scoffs. Die Prinzessin schnaubt. Oh, you're up to something tricky, aren't you? Oh, du führst etwas im Schild, nicht wahr? You're teasing me with what I want, but I'm sick of waiting. Du versuchst mich zu ködern, aber ich hab das Warten satt. I'm not going to let you give me another bad fight. I'm going to get what I want. Lass mich nicht. Lass das nicht zu, dass du
Wenn du noch einen schlechten Kampf lieferst, ich bekomme, was ich will. Bloody desire in her eyes, the princess rushes forward, ignoring her chains as they bend and snap. Also kann ich wahrscheinlich denken. Ein blutiges Verlangen blitzt in den Augen der Prinzessin auf, als sie vorwärts stürmt und dabei gar nicht bemerkt, wie sich ihre Ketten biegen und reißen. Run. Lauf! Ja. Without hesitation, you turn back the way you came and scramble up the ledge towards the tunnel entrance. Das wird nicht gut ausgehen. Das wird sowas nicht gut ausgehen. Ohne zu zögern drehst du dich um und kletterst die Steigungen zum Tunneleingang hinauf. As you near the top, hands desperately clawing at jagged stone, you glance back. The princess is right on your heels. She doesn't bother to scale the wall as you do, instead digging deep into the rock of the cliff face with her fingertips in her rabid pursuit. Als du fast am Murmeln angekommen bist, kreizt du dich verzweifelt an den zerkohlten Fels und schaust zurück. Die Prinzessin ist direkt hinter dir. Sie macht sich nicht die Mühe, nach Vorsprung zu schauen, sondern gräbt ihr bloßen Fingerspitzen in den Felsen, wenn sie dich daherjagt. Anywhere you go, I will follow. Wenn du auch gehst, ich folge dir. Good. Gut. You reach the ledge and hoist yourself up into the tunnel, the cabin door finally in sight, at once within your grasp and infinitely distant. Du erreichst das Ende und ziehst dich den Tunnel hoch. Endlich ist die Tür. Die Hüttentür in Sicht, zum Greifen nah, doch unendlich weit weg. What is all of this for? What's the point? You and I are always going to end in violence, so why bother to run? I know what I am. Why can't you be the same? Warum tust du das? Warum soll das? Was soll das bringen? Es ist unser Schicksal, uns zu bekämpfen. Warum fliehst du davor? Ich weiß, was ich bin und warum kannst du nicht genauso sein? Little bird, where do you think you're going? Kleines Vöglein, woher fliegst du denn We're hin? almost there. Wir sind fast da. Think about almost. We're there when we're there. Fast. Spielt keine Rolle. Wir sind da, wenn wir da And sind. we'll take the fight with us. Und dann kämpfen wir. Skin hums tight with adrenaline as you burst through the cabin door and roll onto the grass. Dann pocht vor Adrenalin, als du durch die Hütte stürmst und dich auf den Rasen abrollst. You glance back at the cabin as the princess, singular in her riesig. desire to destroy you, Wie denkt ihr, wie schaffe ich explodes das through the denn? doorway. Oh mein Gott. You are walking a dangerous path. If you waver once, it's all over. So get it right. Als du deinen Blick zurückfährst, springt die Prinzessin durch die Tür. Sie brennen nur drauf, dich zu vernichten. Du beschreitest einen gefährlichen Pfad, wenn du einmal strauchelst, ist alles soweit. Also reiß dich zusammen. There's nothing left to slow me down. Do you think this is better for you? Do you think this space gives you an edge? Then show me. Show me that you've been worth all the room you've taken up in my head. Es gibt nichts mehr, was mich aufhalten könnte. Glaubst du etwa? Hier bist du mir überlegen. Glaubst du jetzt du einen Vorteil? Dann beweise es, zeig es, dass du nicht umsonst so viel Platz in meinem Kopf einnimmst. Do it. Tu Be es. swift, strike true, be where she's not. Let your body move you. Sei schnell, schlag zu, sei dort, wo sie nicht ist. Lass dich nicht von deinem Körper leiten. Schlag der Prinzessin. You leap from the grass and bound towards the princess, Springst keeping geduldig auf low. die Prinzessin zu. Du stößt dich vom Gras ab und springst geduckt auf die Prinzessin zu. Charging me head on? Brave and foolish. Lass mich von Tarn, mutig und dumm. Her body braces for impact, anticipating the clash. In Erwartung deines Angriffs macht sich ihr Körper für den Gegenschlag bereit. That's where you're both wrong. Left, now. Es wird keinen Angriff geben. Links, jetzt. As the princess strikes, your body swerves to the left. She overextends, stumbling as her balance shifts unexpectedly.
Als sie benutzt, weicht er den Körper nach links aus. Sie schlägt ins Leere und stolpert, als sie unerwartet ihr Gleichgewicht verliert. Strike. Schlag zu. Before you can finish the thought, you lash out, the blade slicing through her leg. She turns to swing again. Bevor du den Gedanken zu Ende denken kannst, holst du aus und schlitzt ihr Bein mit der Klinge. Sie dreht sich um. Right. Rechts. Move out of the way, but this time it's not quite as clean. You can feel a bruise already blooming where her elbow crashed into flesh. Du weißt aus, und auch dieses Mal nicht sauber. Du spürst, wie sich ein Bluterguss an der Stelle bildet. Die Ellenbogen auf dein Fleisch gewagt ist. It's nothing. A scratch. Macht nichts, nur ein Kratzer. Yes, it could be worse. And you managed to gift her another cut in return. I'll be damned. Ja, es könnte schlimmer sein. Und du hattest ihr dafür einen weiteren Schnitt verpasst. Unglaublich. We're actually gonna pull this off, aren't we? Wir ziehen das tatsächlich durch, oder? You just might. But don't let it get to your head. Not until it's over. Sieht fast so aus. Aber man sollte den Tag nicht vor den Armen loben. Nicht bevor das hier vorbei ist. Yes, finally! This is the hole I felt in my heart. This is what I've needed. This is what I've been missing. This is how it always needed to end. Both of us giving it our all, beating and bleeding each other to death. Okay. Ja, endlich fühlt sich das Loch in mein Herz. Das ist, was ich gebraucht habe. Das ist, was ich vermisst habe. Das ist das Ende, wie es mir immer hätte sein, wie es immer hätte sein sollen. Wir geben beide alles. Wir kämpfen und bluten bis zum Tod. The two of you engage in a devastating flurry of blows, each of you wounding the other again and again. Ihr liefert euch einen wilden Schlagabtausch ab, bei dem ihr euch gegenseitig immer wieder verwundet. She's stronger, but you're faster, and the deeper the both of you fall into your lethal dance, the more your edge shines over hers. She's slowing down, blood pouring from wounds, splattering at her feet, leaving her weak and unsteady. Okay, gut. Sie ist stärker, aber du bist schneller. Und je intensiver euer tödlichen Tanz wird, desto mehr gewinnst du die Überhand. Sie wird langsamer, Blut strömt aus ihren Wunden, spritzt auf ihre Füße, macht sie schwach und bringt sie ins Taumeln. Oh, keep going, we can't stop now. Weiter, mach weiter, wir können jetzt nicht aufhören. You spy an opening, but this time she's waiting for you. She lets you sink the blade deep, trapping you in place long enough to wrap you in her impenetrable arms. You're slammed to the ground. Ich bin voll erschrocken, ey. Du entdeckst eine Lücke in ihrer Verteidigung, aber diesmal erwartet sie den Angriff. Sie lässt die Klingen tief in ihrem Fleisch versinken und stoppt nicht lang genug, um dich in ihren gepanzerten Arme zu schließen. Du wirst zum Boden geschleudert. Nothing. These blows are nothing to us. Zwecklos, ihre Schläge machen uns nichts aus. But her gambit wasn't enough to close the gap. It wasn't enough to kill you. She stares you down, coughing up a splash of blood as she gasps for breath. Aber ihr Trick reicht nicht, um dich zu besiegen. Er reicht nicht, um dich zu töten. Sie starrt dich an, hustet etwas Blut, wenn sie nach Luft trägt. Sagt sie. You've outplayed me, haven't you? Ah, du hast mich wirklich ausgedrückt, oder? Something feels wrong. Something. And? Immer schön. Then what happened? Ich habe nichts gedrückt, Mom. Und was passiert dann? Fuck. Junge, ich bin freigeschaltet. Du schaffst es nicht zu antworten. Etwas hat sie fortgerissen und anderes ihren Platz eingenommen. She's gone. Where did she go? Gänsehaut. Should we try and find her? Ich hab Gänsehaut. Oh, fuck me. Es ist weg.
Wo ist die hin? Sollen wir suchen gehen? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Das wird dieser Spiegel. Warum ist er hier? Warum jetzt? I'm Nein, das begging ist you, nicht. don't do this. Ich will dich an. Mach das nicht. It's different now. It feels, I don't know, final. Das ist hier. Das hier ist anders. Es fühlt sich. Ich weiß nicht. Es fühlt sich irgendwie endgültig an. That thing reeks of death. Das Ding riecht nach Tod. Screw the mirror. We just need to find the princess. Scheiß auf den Spiegel. Wir müssen die Prinzessin finden. Und das ist ein Spiegel. Ich habe nichts gemacht. Ich hab's gesehen. Was? Da hatte ein Spiegelbild. Es ist totenstill. Als du deine Hand ausstreckst. Sie ist nicht fort, aber der Spiegel ist noch da. Es ist Zeit, dass du siehst, was unten ist. Das bist du. Wir sind allein an einem stillen Ort. Es ist still hier. Du stehst vor der Hütte. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Etwas findet mich in der langen Stille. Es kommt, um mir ein zerbrechliches Gefäß zu schenken. I am solitary lights in an empty city. What are you? Weil es ist schon unangenehm und irgendwie sad, Mann. Es tut irgendwie auch weh. Ich bin ein einsames Licht in einer leeren Stadt. Das bist du. Ich weiß nicht, was ich bin. I think that you are like me. Ich glaube, du bist wie ich. We are oceans, reduced to shallow creeks. Wir sind Ozeane, die zu seichten Konsalen geworden sind. Ich glaube, Rivalen soll das heißen. Jetzt. Nothing as we are, but I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. In unserem jetzigen Zustand nichts. Aber ich weiß, dass Welten gibt, die jenseits von uns liegen. Und dass wir dazu bestimmt sind, sie zu erreichen. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to.
Sorry, ich musste kurz eine Minute innehalten, weil es einfach gerade so... es geht ans Herz irgendwie. Es gibt keinen Weg nach draußen. Aber dieses Gefäß ist ein Geschöpf der Sinn. Sie kann dich vergessen lassen, wenn du glaubst, dass sie es kann. Bring me more perspectives so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. Bring mir mehr Perspektiven, damit ich vollkommen werde. Vielleicht können wir dann Freiheit erfahren. Ich kann es nicht sagen. Then we will be here forever, as we are now, unfinished, dry, hollow. Willen sein. Und dann werden wir hier für immer hier bleiben, so wie wir jetzt sind, unvollkommen, vertrocken und hohl. Ich will nicht zurückwarten. If you need time, then I'll wait with you. Wenn du Zeit brauchst, dann werde ich mit dir warten. Ich muss das speichern. Ich bin bereit, lass mich vergessen. She asks that I tell you to remember her. Sie bittet mich, dir zu sagen, dass du sie nicht vergessen sollst. You won't. Aber du wirst. Es wird schwarz und du stirbst. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that, you're here to slay her. Das kennen wir schon. Und was? Das ist ja ein... Ist okay. Was passiert jetzt? Ist das jetzt anders? Das ist You jetzt make genau your way up gleich. the short path to the cabin. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt passiert. Wir müssen noch kurz wissen. The door to the basement creaks. Don't be a stranger. It's been so long since I've had Es any ist genau visitors. gleich. Come on down. Wow. Then why did you bring a knife with you? How about you drop it, and then we can chat. Okay. Ich werde jetzt hier mal die Folge beenden. Wir haben jetzt wirklich mehrere Endings freigeschaltet auf jeden Fall. Uff, Alter. Also ich muss das erstmal verarbeiten. Das ist echt heftig. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall schon. Es ist ein Spiel, was schon für sich ist. So, es kann einen richtigen Endings. Es gibt halt, du kannst die Prinzessin einfach erschlagen. Du kannst halt schauen, dass du mehr über sie erfährst. Und wenn ihr mehr von dem wollt, lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Lasst die Likes durchknallen. Lasst wirklich viele Likes da. Dann mache ich einen zweiten Part davon. Und ja, man sieht dich im nächsten Video. Bis dann, euer Perpre, haut rein und ciao, ciao.